Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Hallo zusammen, ihr Lieben, willkommen zum Wochenorakel für die neue Woche. Heute das letzte Mal mit den Weihnachtslennies. Nächste Woche ist Weihnachten. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich überlege mir noch, ob ich Weihnachten eine Stunde live komme mittags. Für die, die alleine sind, habe ich schon mal gemacht und es kam relativ gut an. Ihr könnt ja mal kommentieren, ob es für euch in Frage kommt. Wenn es nur 1, 2 Mann sind, lohnt es sich natürlich für mich nicht. Vielleicht auch an einem der 2 Feiertage. Ich bin noch ein bisschen unschlüssig, weil wir selber noch nicht wissen, wer kommt zu uns oder wer auch nicht. Und ich sage es jetzt nochmal, ich sage es ja öfters, ich habe es auch schon veröffentlicht in meiner Gruppe, in meinem WhatsApp-Status und im Wochenorakel. Die Jahresreadings beginne ich erst am 1.1. Ich gebe dann nochmal den Startschuss. Ne? So, jetzt schauen wir, was bringt uns die neue Woche, die Weihnachtswoche für Themen mit. Ich hoffe nur schöne. Kann ein bisschen stressig werden, alle Verbindungen zu pflegen. Möglicherweise gibt es auch im partnerschaftlichen Bereich ein bisschen Aufregung. Diese Aufregung könnte positiv sein, denn sie liegt im Haus des Klärs drin. Wir haben eine Woche, wo an sich das so ist, dass wir Tempo rausnehmen und wo etwas, was emotional an uns genagt hat, vielleicht auch wieder verbindlicher und beständiger wird. Wir haben emotionales Aufblühen im kleineren Bereich. Es sind vielleicht auch viele Emotionen oder Durchlässigkeiten, Feinfühligkeit, die wir im Bereich des Umfeldes haben. Hier schenkt uns das Leben eine gute Zeit. Wir haben das Hufeisen im Haus des Lebens drin. Und wir haben eine schicksalshafte Klärung und Erleichterung. Dinge wenden sich wieder unter einen guten Stern und ich habe eine Woche, die so ist, dass sie sehr viel Klarheit bringt. Das gefällt mir hier sehr gut für die Weihnachtswoche, denn es ist da, wo etwas verzwickt ist oder ja auch Herausforderung hat, weil man die Richtung nicht erkennt, als glückbringend angezeigt. Jetzt haben wir die Familie im Haus der Blumen drin. Passt natürlich für viele vielleicht auch da den Trouble, weil sie nicht so das Umfeld haben, das sie brauchen. Wiederum andere sind manchmal auch ganz gern alleine oder froh, wenn die Angehörigen wieder weg sind. Das ist unterschiedlich, je nach Lebenssituation. Und es können hier plötzliche Neubeginne entstehen. Vielleicht auch überraschende Dinge, die mit Kindern zu tun haben oder dass man nicht gerechnet hat, dass jemand noch kommt und er kommt dann doch. Wow, ich habe Veränderungen, Neubeginne wie ein Geschenk und das nochmal 2. Überall Veränderungen da, wo es emotional auch sehr schwierig war oder wo man so das Gefühl hatte, meine Emotionen sind nicht in der Stabilität. Natürlich das Geschenk im Haus des Kindes. Ne? Man überdenkt vielleicht auch wieder, was Kinder für ein Geschenk sind. Wir haben die männliche Energie hier im Haus der Sterne drin. Auch hier kann sich sehr schnell etwas aufklären oder es kann sich hier auch etwas zum Glück wenden, wo man vorher dachte, das führt ins Endlose. Ne? So, dann haben wir Veränderungen, die viele Lebensbereiche betreffen, vielleicht auch die Vitalität, das Verbundensein in den Familien, langfristige Dinge, die angestrebt werden. Es kann jetzt hier mit dem Thema Arbeit verbunden sein oder Möglichkeiten, Arbeit und Familie unter einen Hut zu bringen. Also trotz allem sehe ich hier viele auch arbeiten, sich langfristige Dinge erarbeiten.
Es geht wirklich sehr viel hier auch um unsere Emotionen, die mit Veränderungen zu tun haben oder wo man denkt, ja, etwas braucht viel Aufmerksamkeit, viel mehr als ich zu geben habe. Und genau das ist hier der Punkt. Ne? Es geht um unsere Herzensangelegenheiten, die Blockaden, die wir da haben. Und es geht auch da, dass das Schicksal uns von außen Nachrichten bringt, Möglichkeiten, uns neue Türen zu öffnen, uns ein bisschen sicherer zu fühlen und auch die Möglichkeit für einen Erfolg. Der ein oder andere hat hier Entscheidungen zu treffen, die haben mit Ämtern und Behörden zu tun. Trotz allem, es ist die ganze Woche auch noch normales Leben oder auch viele Kontakte im Bereich der Selbstständigkeit, Nachrichtenaustausch. Was mich jetzt so ein bisschen erstaunt ist, dass wir selber im Hause des Mangels drin liegen. Irgendetwas scheint an uns trotzdem zu nageln. Wir haben hier so die Gedanken an, hoffentlich geht etwas gut aus oder hoffentlich sind die Dinge so, dass sie neue Wege mitbringen, die für alle gute Möglichkeiten haben und einen Kampf beenden. Es kann nichtsdestotrotz sein, dass die Selbstständigen hier sehr beschäftigt sind, einerseits mit Überlegen, andererseits mit Kommunizieren, andererseits mit Sachen, die mit Neubeginn auf der Arbeit zu tun haben. Es kann jetzt im weltlichen Bereich sein oder auch nur im gedanklichen. Wir haben hier die Entscheidungen im Haus des Herzens drin. Ne? Gibt es vielleicht so Herzensangelegenheiten, die wir langfristig auf den Weg bringen wollen oder Wünsche auch, die wir umsetzen wollen, die dann auch wieder das ganze Familienleben oder auch die Gegenüber betreffen. Ja, auch hier ist es jetzt wieder so, wir haben das Thema Arbeit im Vordergrund stehen. Hier liegt aber im Hause der Arbeit die Sonne drin. Hier ist eine gute Energie für alle verfügbar. Hier ist es auch möglich, dass man einen schicksalshaften Konflikt, den man mit dem Thema Arbeit oder an was arbeite ich, wo gebe ich meine Energie rein, die sehr viel damit zu tun hat, wie zerstreut bin ich auch oder wo brauche ich etwas, das mir Energie rausnimmt oder eine Energie mitbringt, die entschleunigend ist. Es kann auch sein, dass es nicht mal unsere eigene Arbeit betrifft. Ich sage euch alle Szenarien, sondern dass wir uns um die Arbeit anderer Gedanken machen. Hier können es sein Kinder, Freunde, Möglichkeiten auch Eltern, wo wir sehr viel Energie reingeben. Nichtsdestotrotz sehe ich hier eine sehr genesende Energie auch. Wir haben kreative Energie, wir haben Möglichkeiten. Wir haben bei uns selber so auch Emotionen, die haben mit dem Thema Muttersein, Mutter an sich zu tun. Vielleicht auch mit Eltern, denn wir haben hier in unserem Haus beide Personen drin. Es können natürlich auch Konkurrenzsituationen sein oder Wege, wo wir sehr verzwickt oder drin gesteckt haben, die hier Auflösung mitbringen auf mehreren Bereichen. Wir haben im Haus des Geldes den Fuchs drin. Und wir haben die Geldkarte hier im Haus des Mondes. Also hier ist es schon auch so, dass man einen klugen Zug machen darf, dass hier auch an den Finanzen irgendwo Sachen sind, die unklar sind, die einen anderen Weg brauchen. Aber in dieser Reihe sehen wir uns hier im kleineren Bereich doch sehr begünstigt.
hier geht es auch darum, dass man etwas weglässt, was verbindlich viel Geld kostet oder dass man etwas nicht investiert, dass man gedacht hat, es wäre eine gute Idee. Wir haben hier Nachrichten, die von außen kommen, Sachen, die wir vielleicht auch so nicht vermutet hätten, also dass so Aussprachen sind oder dass man tatsächlich noch Nachrichten von Ämtern oder Behörden kriegt, die eine stabilisierende Energie mitbringen oder etwas, das Aufatmen mitbringt. Und ich habe nichtsdestotrotz, dass viele Blockaden oder Hindernisse sichtbar werden, die hier viel Energie gezogen haben. Man hat ja mühsam diesen Schneeball nach oben getrieben. Man hatte sehr viel Arbeit damit und sehr viel Stress. Und hier entsteht ein Konstrukt, wo sich das ganz schnell lösen kann. Was ich auch bei einigen habe, ist so dieses Verbundensein, emotional mit allem und jedem und den eigenen Platz nicht richtig haben. Man verausgabt sich irgendwie. Also das ist natürlich auch eine Warnung für die nächste Woche, wie gehe ich mit meiner Energie um. Wir sehen hier das Unterwegssein auch im Hause des Mannes oder mit und zu anderen Personen. Ich hätte nicht gedacht, dass das Thema Arbeit in der Weihnachtswoche so eine große Rolle spielt, aber es liegt tatsächlich mit so relevanten Sachen. Ne? Man überlegt sich grundsätzliche Dinge, man möchte vielleicht auch weniger Energie hier reingeben oder leichtere Wege haben und es scheint so, als macht sich das auf den Weg. Wir haben die Libelle für die Weihnachtswoche mit dem Thema Zauberkraft. Und wir haben unterm Deck den Goldfisch mit dem Thema Reichtum. Das ist irgendwie spannend, denn die Libelle bringt sozusagen ganz neue Betrachtungsweisen mit. Man fühlt mehr den Zauber des Lebens. Man wird still, man guckt hinter die Nebel. Das haben wir hier zweimal, ne? Das Verschwinden von Unklarheiten oder das Erkennen von Zusammenhängen in nebligen Situationen. Das innere Kind ist hier auch sehr präsent. Aber auch die Karte sagt, hier ist sehr viel genesende Energie, die durch alles hindurchfließt und Geben und Nehmen, Sonne und Mond sind in der Korrespondenz zu sehen. Ja, irgendwie hat man das Gefühl, ich lasse zu, dass das Leben mich befreit. Dann haben wir den Goldfisch. Der ist hier der Glücksbote für einen gewissen Segen, der sich ankündigt. Das hat hier sehr viel mit mehr Lebensfreude zu tun oder eben mit Glücksgefühlen, mit Beistand, Gefühle von Freude und Fülle. Und dass man das Vertrauen zurückgewinnt, dass sich Dinge zum Besten wenden können. Das ist jetzt auch sehr spannend, weil hier hatte ich ja gesagt, ich finde es erstaunlich, dass wir im Hause des Mangels drin liegen. Und der Goldfisch sagt natürlich, konzentriere dich auf die Fülle und den Überfluss, den du hast und nicht auf das, was dir fehlt. Ist nicht immer so leicht, aber man kann es erarbeiten. Trainieren. Hier ist auch dieses Ding, gib nicht auf, du bist auf einem guten Weg, versuche es weiter. Alles wird sich fügen, also gib nicht auf, ist so überhaupt das Ding. Und dieses Gefühl, das, an dem ich arbeite, da schwimme ich auf der richtigen Welle. Ich empfange mit Freuden den Segen und ich werde auf der Welle des Erfolges getragen.
Ja, ich werde auf der Welle des Erfolges getragen und mit dem Pegasus, das habe ich hier gesagt, mit den Hindernissen, ne? Da ist egal, was dich dir in den Weg stellt, du kannst einfach drüber wegfliegen. Und zwar mit dem Adler direkt in die Freiheit. Hier ist halt auch wieder eine gewaltige Transformation, ne? Tiefgreifende Impulse. Hier haben wir den Mond im Haus des Hauses, also hier ist sehr viel Emotion und auch spirituelle Entwicklung. Und wenn es da irgendwelche Widrigkeiten gibt, können wir hier ganz einfach drüber hinwegfliegen. Wir können mit beiden Karten, ist es so, ne? Wir nehmen einen höheren Blickwinkel ein, wir steigen nicht in Dramen oder in Spielchen von anderen mit hinein. Und es geht auch darum, diese irdische Schwere einmal hinter sich zu lassen und das Gefühl des Fliegens zu haben. Hier ist einfach tiefgreifender Wandel, herausfordernde Situationen, die sich auflösen, die man dann vielleicht auch als Reichtum empfindet oder ansieht. Und es geht bei den beiden Karten tatsächlich auch um das Gefühl von Freiheit und Befreiung. Sich nicht zurückhalten, ein Leben wählen, nachdem wir die Regeln aufstellen und nicht die Erwartungshaltung von anderen. Und es geht darum, auch nochmal Begrenzungen anzugucken, die wir uns selber auferlegt haben, wo wir nicht frei sind, unser Leben so zu gestalten, wie wir es wollen. Selbstbefreiung, ne? Hier sollen wir uns auch nicht zurückhalten oder so, ne? Wir sollen unser eigenes Potenzial, unser eigenes Selbst zum Vorschein bringen. Und ich glaube, das ist ein großer Blockadenlöser die nächste Woche. Ihr Lieben, ihr könnt jetzt noch dranbleiben für ein kleines Auswahlorakel. Für alle anderen, ich wünsche euch schöne, schöne Weihnachten. Ich drücke euch und bis bald. So, hier bin ich wieder. Ich habe uns 2 Herzen hingelegt zum Auswählen. Hoffen wir mal, dass ich ein glückliches Händchen habe. Upsa. So, ich habe es gleich, dann legen wir los. Sucht euch eine Seite aus oder belegt sie irgendwie mit Personen oder Themen. Oder manche sagen auch, ich kann mich nie entscheiden, ich nehme beide, ich nehme heute diese Seite. Ich bin mal schnell. Wow, wir haben hier die Belohnungen. Ich sage euch gleich mehr. Fokussiere dich auf deine Prioritäten. Wir haben den Engel der Gelassenheit. Wir haben das Geschenk. Wir haben als Kraftort die Windmühle. Liebe Alex, meine liebste Freundin, ich muss gerade an unser gemeinsames Arbeiten denken. Da hattest du dir die gewünscht. Und hier ist sie als Kraftplatz. Ich hoffe natürlich, du wählst die gleiche Seite. Und hier ist Entschleunigung, das war auch im großen Blatt so drin. Die Belohnungskarte kommt hier vom Schutzengel persönlich und
Die Karte sagt, dass die Schutzengel uns belohnen für unsere Bemühungen, für unsere Arbeit, für unsere Verpflichtung, die wir uns auch geben, anderen auf den Weg zu helfen. Und es ist so eine Zeit, da hat man sehr viel gegeben. Und jetzt ist eine Zeit gekommen, um zu empfangen. Ne? Hier ist das Geschenk, hier ist die Belohnung. Wichtig ist hier zu wissen, dass die Belohnung auf unerwartete und wunderbare Weise kommt, vielleicht auch anders als erwartet. Und die Karte gibt auch die Botschaft mit, dass wir Freiheit haben, das ist im großen Blatt auch, und dass wir uns diese Freiheit nehmen, uns selbst ein paar Köstlichkeiten des Lebens zu gönnen. Hier hat man viel Energie für andere investiert und hier kriegt man auch die Zeit für sich wieder aufzutanken und Anerkennung für die Arbeit, die man geleistet hat. Außerdem ist ein Ausgleich drin, das finde ich jetzt sehr spannend. Also der Himmel sieht, wo wir hinein investieren und er belohnt uns dafür, vielleicht auf eine andere Art und Weise, aber wir kriegen etwas dafür zurück. Und es ist wichtig, dass wir uns auch das Empfangen erlauben. Es ist ja für viele auch mit Scham verbunden, etwas zu nehmen. So, und das entspricht jetzt ein bisschen dem, ne? Hier geht es um das Fokussieren. Alles, wo wir unsere Aufmerksamkeit drauf richten, wird sich vermehren und Resultate bringen. Die Prioritäten rufen uns und wir sollen den Sachen Aufmerksamkeit schenken, die wir brauchen und verdienen. Es kann auch sein, dass man das gut selber so einrichten kann, wenn man mal sich 5 Minuten am Tag nimmt und mal nur auf seine Sachen ganz speziell guckt. Es kann ja auch Gelassenheit sein, die man möchte, oder Entschleunigung. Und wir haben den Engel der Gelassenheit, der sagt, bitte deinen Engel, dir Gelassenheit zu schenken. Sie bringt dir inneren Frieden und Ausgeglichenheit. Lass dich von nichts aus dem Gleichgewicht bringen und vertraue darauf, dass dein Engel dir hilft, alles wieder ins Lot zu bringen. Die Botschaft deines Engels, nur mit einem Herzen voller Ruhe und Besonnenheit kannst du zur Harmonie gelangen und den Stürmen des Lebens trotzen. Hier haben wir die Windmühle. Ne? So, dann die Entschleunigung und zuletzt noch das Geschenk. Das sind überraschende Energien, da hat man Spaß am Leben, da kommt die Freude zurück. Schöne Ereignisse, gute Laune, Freude ist hier. Ne? Vielleicht auch irgendwo eine Gabe, die man selbst hat, über die man sich freut. Oder vielleicht ist es auch das Geschenk der Entschleunigung. Okay, schauen wir uns gleich die andere Seite an. Jetzt bin ich gespannt, was ihr Schönes habt. Ihr habt das Innehalten, auch vom Schutzengel eine Karte. Ihr habt positive Einstellung, Vertrauen und Optimismus. Ihr habt den Engel des Trostes. Ihr habt den langen Weg. Ihr habt als Kraftort den Zen-Garten. Und ihr habt gute Nachrichten, sind auf dem Weg. Das Innehalten ist eigentlich selbstredend. Da geht es nochmal darum, Pause zu nehmen, abzuwarten, bevor man nächste Schritte macht. Nicht zu schnell durchs Leben zu rennen. Vielleicht auch nur Wünsche von anderen Menschen erfüllen. Hier ist Pause machen, überlegen, was möchte man eigentlich. Und da ist eine große Klärung, bevor man den nächsten Schritt macht, weil das ist ja an sich die Karte, die auch Geduld braucht oder die Verzögerungen mitbringt. Ich habe hier das Gefühl, hier fehlt noch irgendwie so der letzte Brocken oder das letzte Quäntchen, was man hier braucht, um seine Dinge durchzusetzen. Also hier ist genaues Überlegen erforderlich. Und
Dazu haben wir noch die positive Einstellung und Erwartung für die Sachen, an die man rangehen will. Und man darf hier gucken, dass man sich nicht in negative Energie oder temporäre Rückschläge reingibt, wo man dann sagt, ich lasse es lieber, sondern hier braucht man Zuversicht und man lässt sich auch von kleinen Hindernissen nicht aus der Bahn bringen. Ihr habt den Engel des Trostes und er sagt, in schweren Zeiten ist dein Engel ganz nah bei dir. Bitte ihn, dich mit seinen Flügeln zu umfangen und dir so Geborgenheit zu schenken. Sei zuversichtlich, dass dein Herz und deine Seele bald wieder geheilt sind. Die Botschaft deines Engels, du bist nicht allein, denn dein Schutzengel ist immer an deiner Seite. Sei dir seiner Hilfe stets bewusst und spüre, wie Hoffnung und Zuversicht in deinem Herzen erwachen. Das passt dazu, ne? Dieses positive nach vorne gucken, Hoffnung haben, sich nochmal zu klären, um dann mit guten Nachrichten auf dem längeren Weg eben gute Ergebnisse zu erzielen. Hier ist es einfach so, dass man zwar gute Ergebnisse erwarten kann, aber dass der Weg, der dazu benötigt wird, irgendwie nicht kurzfristig verfügbar ist, sondern dass sich da auf längere Zeit etwas ausbaut, das gute Ergebnisse bringt und auch langfristige Ergebnisse. Aber man braucht vielleicht auch so ein bisschen einen längeren Atem oder man hat eine Situation, bei der einem auch so das Langeweilegefühl ein bisschen im Rücken hängt, ne? Wo nicht der Zeitpunkt ist, so ins Abenteuer zu rennen. Ihr Lieben, ich wünsche euch ganz, ganz schöne Weihnachten. Ich drücke euch und bis bald.